Die E-Rechnung kommt nach Deutschland und damit ein kleines bisschen Digitalisierung in die Finanzverwaltung. Klingt ein bisschen nach Science Fiction, oder? Natürlich stellt sich da dann vollkommen zu Recht die Frage, was um Himmels Willen ist eigentlich E-Rechnung? Ist es überhaupt noch eine gute Idee, in Deutschland ein Unternehmen zu haben bei der ganzen Bürokratie? In diesem Video schauen wir uns mal die wichtigsten Digitalisierungstrends der Finanzverwaltung an. Zugegebenermaßen liegt Deutschland beim Thema Digitalisierung gerade in den Behörden so ein klein bisschen hinter den Mond. Aber die E-Rechnungspflicht, die seit dem 1. Januar 2025 Stück für Stück eingeführt wird, ist ein unglaublich großer und wichtiger Schritt. Mit der E-Rechnungspflicht gibt es ein einheitliches Format, das von allen Unternehmen und von der Finanzverwaltung einheitlich genutzt wird. Diese einheitliche Sprache ermöglicht uns natürlich in Zukunft deutlich digitaler und effizienter zu arbeiten. Beim Thema Digitalisierung gibt es 5 Punkte, die ich persönlich für wichtig halte und die eigentlich auch für alle Selbstständigen relevant sind. Und zwar erstens die digitale Arbeit in der Cloud. Wenn zum Beispiel deine Buchhaltung in der Cloud ist, dann hast du von jedem Device, von jedem Gerät immer Echtzeitzugriff auf deine Daten. Dann kannst du zum Beispiel deine Rechnung auf dein Smartphone schreiben, dich am Laptop einloggen und hast den aktuellsten Stand deiner Buchhaltung. Und wenn du immer den aktuellsten Stand deiner Buchhaltung hast, dann ist der zweite Schritt möglich, und zwar das Thema Automatisierung. Weil plötzlich die Software in der Cloud läuft und miteinander sprechen kann und auch mit der Finanzverwaltung sprechen kann, wenn die dann auch in der Cloud ist. Und wir leben im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Drittens, das Thema künstliche Intelligenz im Bereich Steuern und Rechnungslegung wird einen großen Einfluss haben. Aber nicht automatisch, denn was eine künstliche Intelligenz immer braucht, ist eine gute, sauber strukturierte Datenbasis. Und letztendlich machen wir beim Rechnungsschreiben und bei der Buchhaltung ja nichts anderes, als Daten zu kategorisieren, zu strukturieren und aufzubereiten. Das heißt, wenn wir diese Arbeit gemacht haben, dann ist es erst danach KI-Anwendungen möglich, diese wiederkehrenden, repetitiven Tätigkeiten tatsächlich komplett zu automatisieren. Und daraus führt dann auch der 4. Punkt, und zwar: Wenn jetzt die wiederkehrenden Tätigkeiten automatisiert sind, was machen dann die Menschen? Die haben endlich wieder Zeit für inhaltlich gute, gestaltende Beratung. Das heißt, wir können durch die Automatisierung und durch die künstliche Intelligenz auch einen Qualitätsanstieg der menschlichen Beratung von Steuerberatern erwarten. Und das Ganze machen wir jetzt ja nicht zum Selbstzweck, sondern weil wir irgendwann mit den Finanzbehörden kommunizieren müssen, das heißt dem Finanzamt. Und da gibt es ehrlicherweise auch Schritte. Vom Elster-Portal, vom digitalen Steuerbescheid, jetzt zur E-Rechnung. Das heißt, man sieht da schon eine Entwicklung in die richtige Richtung. Sie ist nicht immer so schnell, wie wir uns wünschen, aber der Trend, digital zu arbeiten, den sieht man tatsächlich auch bei der Finanzverwaltung. Mit der E-Rechnung gehen wir jetzt einen großen Schritt auf dem Weg der Digitalisierung. In diesen Rechnungen stehen die Rechnungsinformationen direkt in der Datei drin. Das heißt, Buchhaltungsprogramme müssen nicht versuchen, diese Rechnung auszulesen, sondern können die Rechnungsinformationen einfach direkt übernehmen. Um solche E-Rechnungen zu erstellen, zu versenden und auch zu archivieren, da gibt es professionelle Tools. Und diese Tools haben große Vorteile. Der erste Vorteil ist die Rechtskonformität. Das heißt, letztendlich kümmert sich der Softwarehersteller darum, dass dieses Tool rechtskonform läuft und du musst keine Updates und so weiter installieren. Du musst letztendlich nur dieses eine Tool verwenden. Zweitens hast du durch so ein Tool die Möglichkeit, alle deine Rechnungen an einem Ort zu haben. Sowohl die ausgehenden Rechnungen als auch die Eingangsrechnung. Alles hast du an einem Ort. Und dadurch ist der Datenaustausch zwischen dir, deinem Steuerberater, deinen Geschäftspartnern oder sogar der Finanzverwaltung natürlich viel, viel einfacher. Und du kannst Dinge automatisieren. Wenn du alle Informationen an einem Ort hast, kannst du Prozesse einfach automatisieren, wie zum Beispiel die monatliche Rechnungsstellung bei wiederkehrenden Rechnungen. Und solche professionellen Tools müssen auch nicht viel Geld kosten. Für unter 10 € im Monat findest du einige Tools, die dir all das ermöglichen. Meine persönliche Empfehlung: Schau dir mal SumUp Rechnungen an. Damit bist du ganz vorne bei der digitalen Transformation dabei. Was denkst du eigentlich zu dem ganzen Thema? Glaubst du daran, dass wir irgendwann auch mit der Finanzverwaltung digital zusammenarbeiten? Lass mich gern mal deine Gedanken dazu unten im Kommentarbereich wissen. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest bei dem ganzen Thema Digitalisierung, E-Rechnung und so weiter, dann solltest du diesen Kanal abonnieren und diesem Video ein Like geben.